Ja Leute, und was wir jetzt auch sehen können, es ist nun wirklich passiert. Die Hortensie ist tot. Ich denke nicht, dass die wiederkommen wird. Moin Leute und herzlich willkommen hier in meinem Kleingarten in Berlin-Pankow. Die Sonne scheint, wir haben aber auch -2 Grad. Es ist November. Viele von euch haben gefragt, wie es mir denn so geht und was der Kleingarten eigentlich macht. Und das soll heute das entsprechende Update dafür werden. Und Update heißt, ich möchte euch erzählen, wie es mir in den letzten Wochen und Monaten ergangen ist und auch einen kleinen Gartenrundgang im Winter machen, einen Gartenrundgang im November. Also erstmal möchte ich sagen, mir geht es richtig gut. Ich bin derzeit zwar erkältet, aber das ist auch alles. Ich glaube, viele Leute sind erkältet. Ich habe vorhin schon gerade eine Gartenfreundin getroffen, habe mich super doll gefreut. Wir haben uns ausgetauscht. Ich glaube, wir standen jetzt eine halbe oder dreiviertel Stunde da und haben uns nur über Urlaub Südostasien unterhalten. Richtig toll. Also mir geht es grundsätzlich ganz gut und mir geht es auch sehr gut, weil ich ja immer noch YouTube-Videos mache, aber halt zuletzt nicht auf diesem Kanal. Viele Leute haben gefragt, was machst du jetzt, was ist denn das für ein YouTube-Kanal? Und ich habe es bisher einfach nicht gesagt, weil der Großteil des Publikums hier überhaupt nicht daran interessiert sein könnte. Also es ist ein Kanal, der sich vor allem an schwule Männer richtet und ich zeige dort Orte der Szene, die man sonst nicht vor die Kamera bekommt. Also es sind eher Orte, wo man normalerweise nicht mal eine Kamera benutzen darf. So viel dazu, mehr brauche ich nicht sagen. Der Kanal läuft auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt fast 20.000 AbonnentInnen dort und es macht tierisch Spaß. Ich bin dafür super viel unterwegs gewesen. Ich war deshalb beispielsweise das erste Mal in diesem Jahr in München. Ich war vorher noch nie in München. Ja? Und auch international war ich an Orten unterwegs, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich war in Helsinki, ich war in Warschau, ich war in Amsterdam, ich war in Zürich. In Zürich war ich schon mal. Also ich war definitiv schon jetzt wieder an Orten in diesem Jahr, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und das wird sich auch in der Zukunft fortsetzen. Also es macht tierisch viel Spaß. Ich habe aber auch wieder ein bisschen Bock bekommen, in den Garten zu gehen hier, weil ich mich zuletzt da mit Freunden darüber unterhalten habe und auch Videos aus alten Zeiten gesehen habe und dachte, mein Gott, wer weiß, vielleicht wird ja doch noch was aus diesem Garten, beziehungsweise auch aus dem Gartenkanal hier. Ansonsten hatte ich letzte Woche Geburtstag. Ich bin 41 geworden. Ich weiß, glaubt man jetzt kaum. Aber es ist so, ich habe mal wieder Geburtstag gehabt und habe das auch genossen. Da war ich beispielsweise in Warschau. Ja, das hat mir auch ein bisschen Energie gegeben, zu sagen, Mensch, was könnte mit diesem Garten im nächsten Jahr passieren? Du bist das erste Mal auf diesem Kanal. Du kommst wohl ein bisschen spät. Aber wenn du neu bist, dann schaust du dir vielleicht die erste, zweite, dritte, vierte, einfach alle Folgen an, die es in der Kleingartenserie bisher gab. Und wenn du die Hoffnung einfach nicht aufgeben willst, dass doch noch neue Folgen auf diesem Kanal kommen, dann abonniere einfach und aktiviere die Glocke, dann verpasst du nämlich kein neues Video mehr. Ja, aber ob und wie es weitergeht auf diesem Kanal, das werden wir mal in der Zukunft sehen. Ich wollte einfach mal ein Update bringen, weil ich da Bock drauf habe und dachte, das haust du jetzt mal raus. Da freuen sie sich bestimmt auch. So quasi in der Vorweihnachtszeit gesehen, dass man jetzt auch schon Weihnachtsbäume kaufen kann. Ich bin ja überhaupt gar kein Fan davon, aber ich mag auch keine Schnittblumen beispielsweise. Ist für mich ein bisschen ein ähnliches Phänomen. Wie ist es bei euch? Habt ihr einen Weihnachtsbaum bei euch in der Wohnung stehen? Ist der echt aus Plastik oder sogar einer, der lebt, den ihr also mehrjährig verwendet? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wenn ihr andere Sachen sehen wollt von mir, auf Deutsch auch, für das Publikum wie aus dem Kleingarten, dann schaut doch mal bei Rob Starkowski vorbei. Da war zwar auch sehr lange Funkstille, aber da kommt demnächst vielleicht auch mal wieder was. Also dort gerne rüberwechseln. Aber jetzt habe ich euch versprochen, mache ich einen Gartenrundgang durch einen absolut verwilderten Kleingarten in Berlin. Mal gucken, ob sich das in der Zukunft mal wieder ändert. Und ich fange an bei meinem Lieblingshochbeet, diesem großen hier, das Palettenhochbeet. Und da scheint die Sonne, da knallt die Sonne und man sieht, ja, hier sind eine ganze Menge Chilis, die sich selbst ausgesehen haben und leider nie geerntet worden sind, also entsprechend auch nicht gefriert und getrocknet wurden, sondern einfach jetzt hier vergammeln. Ähnlich ist es mit den Physalis, auch die haben sich selbst ausgesät. Und mein Rotkohl hier wird wohl auch keine tollen Köpfe mehr bilden, aber ey, es ist Sonntag und hier wird gearbeitet, aber hey Leute,
ist doch eh kaum einer da. Da kann man auch mal am Sonntag arbeiten. Ich finde es richtig. So, dann hier auch eine Zucchini, die den Mäusen zum Fraß vorgeworfen wird. Also lasst es euch schmecken. Auch die wurde nicht geerntet. Ja, warum? Ich war viel zu viel unterwegs und diese Beethälfte ist auch gar nicht meine. Da darf ich mich gar nicht dran vertun. Gar nicht meine? Was meint ihr denn damit? Ja, ihr wisst, in den YouTube-Videos waren wir zuerst zu dritt und in der Gartengemeinschaft sind wir auch weiterhin zu dritt. Heißt also, nur 1/3 des Gartens ist quasi meins. So, also ist sowieso nicht meins, weil es ist ja Pachtland, bla bla bla. Ihr kennt die alte Geschichte. Aber wir haben den Garten jetzt aufgeteilt weitestgehend und dementsprechend ist es halt, wie es ist. So, was weiterhin schön aussieht, weil es das wilde Beet ist, auch in dieser Zeit ist das wilde Blumenbeet ganz schön verwildert, würde ich sagen. Aber hier diese Nachtkerze, ich glaube, irgendwas mit den Samen konnte man machen. Und Insektenhotels sind auch schon verlassen mittlerweile. Und was hier richtig abgeht, ist der Rosmarin. Der also ist wirklich, der wuchert hier und verholzt auch. Es ist einfach nur faszinierend. Da ist ja dieser kleine super mega Mini-Teich, ja, der hat auch nie sein Wasser komplett verloren. Das ist halt Winterzeit und Winterzeit bedeutet auch, dass das Wasser hier gefriert. Ja, Anomalie des Wassers gibt es ja schon bei Temperaturen, die über Null sind. Habe ich mir erst letztens sagen lassen von einem Freund. So, und wenn wir jetzt hier reingucken, sehen wir, der letzte Butternut, den ich hier, glaube ich, hatte, ist auch nichts mehr geworden. Hat sogar noch eine ganz feste Konsistenz, aber ist leider nicht mehr reif geworden. Peppino, ja, es ist einfach überwuchert. Leute, erwartet nicht, dass hier irgendetwas vernünftig wächst. Das gilt auch für die schönen Avocados, hätte ich fast gesagt. Aber es sind gar keine Avocados, sondern es sind Auberginen. Ja, ich musste erst mal länger überlegen. Von daher, ja, auch die nicht geerntet, aber der Salat mehrfach geerntet. Praktische Sache. Was ich auch nicht geerntet habe, muss ich Asche über mein Haupt geben. Ganz einfach, das ist Diakonnen. Die sind jetzt auch beim Frost einfach mal mitgenommen worden. Und ich befürchte fast, dass hier im Beet auch die Rhizome jetzt letztendlich Frost bekommen haben und dann im nächsten Jahr nur noch vergammeln werden. Aber wir werden das sehen, ob da noch was durchkommt. Jups, der Schwenker hier zeigt uns auf jeden Fall auch eine Sonnenblume, die kaputt gegangen ist schon jetzt, die schon verwelkt ist, bevor es gefrostet hat. Und ja, das war meine Idee mit diesem nicht Hochbeet, sondern mit diesem Hügelbeet ist irgendwie völlig daneben gegangen. Da ist gar nichts gewachsen, Leute, außer Borretsch und Unkraut. Chips. Ansonsten habe ich ja hier diese Grenze so schön gestaltet mit den Himbeeren und diesem Unterschlupf für Igel. Da will ich jetzt gar nicht so laut reden, weil ich vermute, da schlafen die jetzt gerade drin. Und deshalb wollen wir sie auch gar nicht stören. Ich muss sagen, sie riecht hier sowas von Fuchs, glaube ich, oder Marder. Vielleicht schläft da auch ein Marder drin. Ist ja auch gut möglich. Oh, wirklich extrem sogar. Das Witzige ist immer an dieser Stelle, aber, weiß nicht, vielleicht markiert dann auch der Fuchs da. Und deshalb riecht es so. Ansonsten hier der Grenzstreifen, der berühmte, der ist ja völlig überwachsen alles. Auch hier Kürbisse geerntet, warten im Haus. Ich weiß nicht, wie lange die sich bei Minustemperaturen halten, aber warten im Haus geerntet. Auch das Diakonbeet hier ist mittlerweile, es ist einfach ein, Leute, sind wir mal ehrlich hier, es ist völlig überwuchert und man könnte hier im Frühjahr mal komplett neu beginnen. Aber dazu will ich mich jetzt noch gar nicht äußern. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich wollte ja auch erzählen, warum es mir so viel besser geht. Und das liegt nicht nur daran, dass ich einen neuen YouTube-Kanal habe, der erfolgreich läuft und der mir sehr viel Spaß macht und der mich sogar an mein Ziel näher bringt, vielleicht ein neues Leben zu führen, auch ein neues Leben außerhalb Deutschlands. Aber ich sage euch mal eins, was sehr, sehr zu meiner mentalen Gesundheit beigetragen hat, ist die Abwesenheit im Kleingarten. So traurig es klingt, ja, so ist es. Denn ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen problematische Nachbarn gehabt teilweise. Also, wo Müll rübergeschmissen worden ist, wo immer wieder gelästert worden ist, wo Sachen erzählt worden sind und. Und ja, seitdem ich die nicht mehr sehe, geht es mir sehr viel besser. Und was man auch sagen muss, ist, dass ich das Gefühl habe, seitdem ich die Videos nicht mehr mache, kommen auch gar keine Seitenhiebe, Stiche mehr oder irgendwas aus irgendwelchen anderen Richtungen. Was ein bisschen witzig ist, weil ich schon das Gefühl hatte, dass die Personen sich da vielleicht irgendwie gerne in meinen Videos wiederfinden.
Aber egal, das Ganze hat ein Ende gehabt mit den Videos und das ist wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, toi, 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 top, top, top. Da bin ich froh drüber. Und da müsste sich natürlich einiges tun, damit ich hier wieder anfange und das wieder auf mich nehme. Also von daher, das sieht auch geil aus, schaut mal. Zucchini, tot, erfroren. Ja, geil. Die wurden aber zuletzt auch noch geerntet, so wie ich das gesehen habe. Ansonsten hier sieht es wirklich so aus, als würde man, ja, wir haben auch die Rolle nicht reingenommen hier. Wasser ist abgestellt, aber ja, das ist halt ein Markenprodukt, ne? Das muss halten. Sag ich jetzt mal so. Keine Ahnung, ob das wirklich der Fall ist. Aber ja, genau. Ansonsten, wir können ja mal hier den Teich noch gleich angucken. Der ist natürlich wie immer so wunderschön. Ich liebe ja den Teich. Ihr wisst ja, wir alle lieben den Teich. Und da befindet sich jetzt auch, wie gesagt, einfach eine Eisschicht drüber. Luft kommt trotzdem genug rein durch die Gräser, die hier wachsen. Super gut. Ja, ansonsten hier hinten Misthaufen, der so vor sich hin mistet, hätte ich fast gesagt. Ja, einfach auch mal in Ruhe lassen. Und so sieht es hier vorne aus. Sieht geil aus, ne? Mit dem Eis, mit dem Reif. Ich liebe das ja. Ja, Leute, und was wir jetzt auch sehen können, es ist nun wirklich passiert. Die Hortensie ist tot. Ich denke nicht, dass die wiederkommen wird. Zumindest waren das meine Worte damals, als wir im Februar 2021 angefangen haben. Und natürlich kommt die Hortensie jedes Jahr wieder. Guck mal, was hier noch ist. Die Tomatenpflanzen auch nicht geerntet, einfach abgefallen. Aber freuen sich wenigstens ein paar Tierchen über Eistomaten. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich wollte einfach mal Hallo sagen, wie es mir geht, euch zeigen. Das Wetter ist so schön, dachte ich, das nehme ich einfach mal mit. Und mal gucken, wie ihr so drauf reagiert, ob ihr noch da seid, die Freunde des Kleingartens, aber auch die Stänkerheinis des Kleingartens und vor allem die Leute, die vielleicht für den Untergang des Kleingartens sorgen werden, die ja auf meinem Kanal auch immer gerne mal wieder anwesend waren. Also ja, die Leute, die meinen, Kleingärten sind kleine Reiche, die wir verschließen sollten vor der Allgemeinheit. Ihr Lieben, die Sonne blendet so und ich werde mich jetzt zwar nicht in die Hängematte legen können, weil es viel zu kalt ist dafür, aber ich werde mir jetzt die Handschuhe anziehen und noch ein bisschen was umgraben. Einfach nur, damit mir wieder warm wird. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, vergesst nicht zu abonnieren, denn wenn neue Videos kommen, erfahrt ihr es nur so. Bis dahin, alles Gute, euer Robert.